Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Gitarrenstunde. Heute haben wir eine Technikstunde und es geht um ein ganz wichtiges Thema, um das Abdämpfen auf der Gitarre. Und ich werde dir im Detail heute erklären, um was es hier geht. Wir werden mit Clean Sounds arbeiten, mit verzerrtem Sound, mit Akkorden und vor allen Dingen mit der Solo-Spielweise auf der Gitarre, wo das Abdämpfen von enormer Wichtigkeit ist. Am Ende des Videos reden wir dann auch über eine Zusatztechnik, die von vielen Gitarristen verwendet wird, und zwar Rakes. Etwas, was das Abdämpfen so auf den nächsten Level hebt. Ich freue mich sehr, wir sind live und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Wir gehen jetzt mal in den Chat und dann freue ich mich auf die rege Teilnahme hier. Ganz liebe Grüße an euch alle, die da sind. Jörg war der Erste. Hallo, mein Lieber. Sebastian, Peter, Erwin, Blackie, die Kellerkids. Das ist ja süß. Hallo. Ja, super. Bier steht bereit. Oh, das ist doch auch ganz nett. Ne? Super, ihr Lieben. Also, ich werde mich voll auf die Erklärung konzentrieren. Ich glaube, das wird heute so ein umfangreiches Referenzvideo in Bezug auf die Technik. Ich versuche alles aus meiner persönlichen Erfahrung, was ich so über die Jahre alles gelernt habe, reinzupacken und dir so ein umfangreiches Bild zu bieten über diese Technik, die sehr wichtig ist, aber bei der wir uns nicht unter Druck setzen sollten oder uns zu große professionelle Erwartungen daran zu haben. Ne? Man geht das Ganze entspannt an und das Wichtige ist dann letztendlich eine natürliche Integration jedwelcher Spieltechnik und das ist bei dieser genauso sehr, sehr wichtig. Also, hoffe, du hast deine Gitarre zur Hand, sodass du vielleicht gleich einige Beispiele mitspielen kannst. Ich freue mich sehr. Es geht los. Also den Chat werde ich jetzt natürlich ausblenden, damit ich hier ganz entspannt hier arbeiten kann. So, um was geht es bei dieser Technik? Ja, der Glücksbringer. Bei dieser Technik geht es primär darum, gewisse Dinge auf der Gitarre, speziell im Solospiel, sauber klingen zu lassen. Wenn wir jetzt clean unterwegs sind und einfach mal irgendetwas spielen, wie zum Beispiel das Rock'n'Roll-Bass-Thema, ist das alles kein großes Geheimnis, dass das gut klingt. Wir machen Wechselschlag, spielen das rauf und runter. Aber wenn es dann so klingen soll, dann gibt es einiges, was wir beachten müssen, um diese Technik hinzubekommen. Und dann, wenn es in das Verzerrte geht, dann wird das Ganze auch noch mal ein bisschen komplexer und ein bisschen anders, was den Sound angeht. Aber wie gesagt, wir gucken uns das jetzt im Detail an, sodass du da ja voll dabei bist. So, ich rede jetzt einfach mal über meine Story, wie das bei mir war. Und eines der ersten Lieder, wo ich merkte, du musst einfach sauberer spielen, das war Rock'n'Roll. Ich glaube, wir haben Jailhouse Rock gespielt mit Power Chord. The one threw a party in the county jail. Prison man then they began to wail. Und wenn du das jetzt spielst, hier in dem Moment, wo du unterwegs bist, schwingen einige Saiten mit. Und die Schwierigkeit beim Mitschwingen der Saiten ist, wenn man nicht abdämpft, ist, dass die Leersaiten, wenn eine Note, die du spielst, identisch ist mit einer der Leersaiten, zum Beispiel nehmen wir mal hier das E, das hört man jetzt nicht, weil es clean ist, aber dann, wenn ich jetzt einen Verzerrer hinzufüge, und das machen wir jetzt einfach mal hier, und ich spiele die Note E auf der dicken A-Seite, dann hört man so ein bisschen ein Mitschwingen. Und was du da hörst, ist die dicke E-Seite, die ja
freundlicherweise in der gleichen Frequenz, zwar eine Oktave tiefer, mitschwingt und die hohe E-Seite. Ne? Wenn ich jetzt die beiden abdämpfe, dann hörst du nur noch die Note E, die ich gegriffen habe. Dasselbe ist hier überall, wo E's sind. Man hört's, da will was mitschwingen. Ne? Und das muss man natürlich dann in den Griff bekommen. Gehen wir wieder auf den Clean Sound. Und das ist einmal das eine. Dann eines der nächsten Lieder, die wir gespielt haben, war ein Riesenhit in den 80ern, 99 Luftballons. Du hast also E. Hast du etwas Zeit für mich, dann singe ich ein Lied für dich. Und das war dann... Und so sauber und so cool hat das damals bei mir nicht geklungen. Und dann habe ich erstmal rausfinden müssen, wie. Mir hat das niemand erklärt. Ich habe selbst rausfinden müssen, wie funktioniert denn das Ganze? Wo muss ich auf so einer E-Gitarre abdämpfen? Bei einer akustischen Gitarre hast du jetzt nicht so diese Schwierigkeiten. Da siehst du zum Beispiel bei der spanischen Gitarre, da wird sehr offen gespielt. Da wird nicht viel abgedämpft. Da wird mehr hier mit der linken Hand abgedämpft und bei den Django Reinhardt Stilistik, da wird sehr, sehr offen mit der rechten Hand gespielt. Ja? Also, was wir vermeiden wollen, ist so etwas, wenn wir jetzt verzerrt spielen und wir spielen zum Beispiel ein Solo, egal hier irgendwo in D, Gilmore zum Beispiel, ne? Und es soll nicht so klingen. Ne? Und das ist die Kunst, dann das hier in den Griff zu bekommen, das abzudämpfen, damit es nicht klingt als oder als ob Chewbacca irgendwo gerade einen Schmerz hat. Das wollen wir alles vermeiden. Ne? Okay, jetzt gehen wir in die Nahaufnahme und gucken uns mal die rechte Hand an, was hier passiert. Wir bleiben auf dem Clean Sound. Hier die Verzerrer raus. Und oft ist es so, wir haben viele Gitarristen mit einer super Technik und das ist sehr, sehr beeindruckend, warum das bei denen dann so cool klingt und bei uns nicht. Ja, der Grund ist ganz einfach. Die haben eine Wahnsinns-Muting-Technik. Gerade wenn wir jetzt zum Beispiel Satriani angucken, seine Legato-Technik, das ist fantastisch, wie der dann mutet. Aber jetzt geht es erstmal um die rechte Hand. Und hier haben wir ein paar Regeln. Alles, was wir machen auf der Gitarre, soll ganz nah hier sich abspielen. Ja, also wir bleiben sozusagen in einem intimen Kontakt mit der Gitarre. So eine Strat-Shape, die super bequem ist. Es gibt keine bequemere Gitarrenform wie diese Abrundung hier. Da kannst du dann in einer ganz natürlichen Position hier mit deiner rechten Hand kommen. 90 Grad Winkel hier, 90 Grad Winkel links. Und dann, wenn du mutest, dann musst du Folgendes beachten. Wenn du von oben nach unten spielst, und als Beispiel nehme ich jetzt einfach die Spinne und ich spiele sie unabgedämpft, also ohne. Ja? Unsere klassische Aufwärmübung. So, und jetzt spiele ich das Ganze mal abgedämpft und dann erkläre ich dir, wie ich das mache. Und das Erste, was du jetzt lernst, ist, wenn du von oben nach unten spielst, von den dicken zu den dünnen Seiten, von oben nach unten, dann dämpfst du mit deiner rechten Hand ab. Von der rechten Hand verwendest du zum Dämpfen einmal die Handkante. Das mache ich mehr bei Riffs,
bei Power Chords, da machen wir gleich nachher ein paar Beispiele. Und mit dem dritten Teil hier, dem fleischigen Teil deines Daumens, mit dem Teil hier dämpfe ich die Saiten ab. So, jetzt, wenn es ums Dämpfen geht, beachte bitte Folgendes. Es geht darum, nicht sich unter Druck zu setzen. Auf keinen Fall hier mit einer gewaltigen Kraft irgendetwas machen auf der Gitarre. Ich habe ein Floating Tremolo und das bedeutet, dass wenn ich hier zum Beispiel nur leicht fest drauf drücke, dann verstimmt sich die Gitarre. Das kannst du hören, ne? Also Floating bedeutet, ich kann es ich kann die Note auch nach oben drücken und wenn ich jetzt drauf drücke und das ist keine große Kraft, dann drücke ich die Saite nach oben. Okay? Also pass auf. Wir spielen die Note E hier auch im 7. Bund auf der A-Seite. Ja? Und wir spielen es 4-mal. Okay? Ganz normal. Die Hand liegt hier hinten ganz sanft auf der Brücke, ganz natürlich. Und wir spielen das jetzt 4-mal. Und dann rutsche ich mit meiner Hand einen Hauch nach vorne, sodass ich hier die Saite hier, genau hier, bei der A-Seite, genau hier, leicht berühre. Okay? Und jetzt spiele ich es 4-mal offen. Das wäre eine der ersten einfachen Übungen. Du kannst auch auf der dicken Seite, aber ich würde jetzt mal auf der A-Seite mal bleiben, ne? Auf dem E hier. Und dann spiele ich lüpfe leicht an, guck hier auf den Teil meines Handgelenkes, ne? Offen. Du kannst auch nach hinten rutschen leicht, offen. Und das ist eine deiner ersten Übungen, um ein Gefühl für das Muting zu bekommen. Okay? Also, leicht lüpfen, 4-mal picken, hinlegen, 4-mal picken. Die Regel lautet, wenn ich von oben nach unten spiele, also von den dicken zu den dünnen Saiten, dann dämpft meine Hand hier, dieser Teil meiner Hand, hier ab. Ja, meistens hier in dem Bereich hier. Nur wenn ich Power Chords spiele, dann dämpfe ich hier mit dem Teil, ne, ich sag immer der Karate-Teil der Hand, mit dem Teil hier dämpfe ich bei den Power Chords, weil ich brauche hier Schwung und ich kann hier nicht mit dem Teil der Hand abdämpfen und dann so spielen. Das geht nicht. Also ich muss meine Hand ein bisschen nach oben kippen, die Handkante dämpft bei Power Chords ab und dann kann ich Das ist eine der nächsten Übungen. Du greifst hier in D oder in E Power Chord und vielleicht zu Beginn erstmal nur 2 Saiten und dann spielst du das, gehst mit deiner Hand hier von hier leicht nach vorne, aber wirklich nur im 1 cm, paar Millimeter Bereich, sodass du die Saiten leicht berührst. Kein Druck. Die Hand liegt einfach nur auf, ohne zu drücken. Oft wird hier viel zu viel Kraft verwendet und wenn du viel Kraft reinpackst hier, dann blockierst du dein Spiel. Also, offen, nach hinten, leicht nach vorne rutschen, das ist der Sound, den wir wollen. Wenn ich zu sehr nach vorne rutsche, zu weit, dann habe ich keinen definierten Klang, dann fehlt mir die Resonanz und die Definition. Hör mal genau hin. Da ist der Klang, den wir wollen. Ich schalte jetzt noch den Booster hier rein, dann hörst du das noch besser. Also hier nicht abgedämpft. Zu weit nach vorne geht jede Definition im Klang flöten. Also das ist Handkante
Und beim Solospiel von oben nach unten dämpfe ich mit dem Teil, das siehst du auch, wenn ich jetzt hier ein bisschen drauf bleibe, dann sieht man die Saiten, wie sie sich hier im Daumen hier widerspiegeln. Und von oben nach unten ist die Regel, dämpft die rechte Hand. Ich spiele jetzt mal hier einfach die C-Dur-Tonleiter. Abgedämpft. Und dann kannst du sehen, wie meine Hand hier wandert. Jetzt gehen wir mal hier in diese Aufnahme. Dann kannst du sehen, von oben nach unten, ich gehe ein bisschen mehr rüber, wie hier, was ich auf keinen Fall mache, ist, dass ich mein Handgelenk in irgendeiner Art und Weise verbiege. Okay? Achte mal drauf, was mit dem Handgelenk passiert. So sieht das aus. Also die Hand liegt ganz sanft, das ist Regel Nummer 1. Und dann. So, jetzt, wenn wir rückwärts spielen, von den dünnen zu den dicken Saiten, ja, dann werden ja immer mehr Saiten frei und können offen schwingen. Das ist problematisch. Also übernimmt hier dann der Zeigefinger das Dämpfen. So, das widerspricht jetzt dessen, was wir am Anfang lernen, wenn wir Gitarre lernen, nämlich dem Akkordspiel. Beim Akkordspiel, ich denke jetzt zum Beispiel speziell an den G-Dur, wenn ich den so greife, dann heißt es ja, ne, Finger wie Hämmer von oben nach unten und nicht flach hinlegen. Weil wenn du sie flach hinlegst, dann dämpfst du die ab. Ne? Okay, also. Und beim Solospiel ist das wieder eine ganz andere Geschichte. Hier hämmern wir auf die Saiten. Und beim Solospiel müssen wir den Zeigefinger flach hinlegen. Ja. Wirklich, wenn du hier hinguckst. So, ich gehe mal hier in die Kamera, dass man das gut sehen kann. Das ist zwar ein bisschen überbelichtet hier, aber ich habe es extra heller gemacht, damit ihr das gut sehen könnt. Ich ziehe jetzt mal die Belichtung einen Hauch runter. So. Okay, wir sind ja live. Und jetzt bitte auf den Zeigefinger gucken. So, noch ein bisschen raus. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der D-Seite bin, dann sind die unteren 3 Saiten durch meinen Zeigefinger hier, der flach drauf liegt, aber nicht drückt, abgedämpft. Ne? So sieht das aus. Und im Grunde ist es eine Doppeldämpfung. Wenn ich nach unten jetzt spiele, ist es die rechte Hand. Wenn ich jetzt unten bin und den da mache, dann hörst du ganz genau, wie alle Saiten abgedämpft sind. Wenn ich jetzt hochkomme, dann sind diese Saiten nicht mehr abgedämpft. Die klingen frei. Aber wenn mein Zeigefinger jetzt hier auf der G-Seite liegt, dann sind die beiden hier abgedämpft. Okay? Und das ist im Grunde genommen die Übung für dich. Du übst die Spinne, spielst sie im 5. Bund, abgedämpft von oben nach unten, legst die Hand ganz entspannt hier hin. Und dann rückwärts. Beispielsweise, ne? Also die Regel lautet, von oben nach unten dämpft die rechte Hand ab mit dem Teil deiner Hand. Von unten nach oben übernimmt es der Zeigefinger. So, das ist ganz wichtig. Also Spinne abgedämpft üben über jede, ich mache mal einen Überdurchgang. So, jetzt könnte man natürlich sagen, ey, der Horst spielt hier unverzerrt, das ist doch easy. Also dann nehmen wir jetzt mal einen ordentlich verzerrten Sound und spielen damit, okay? Dass man das hört. Unabgedämpft, also offen würde das so klingen.
Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass es so klingt. Na, alles klar. Ich denke, das ist jetzt ganz klar angekommen. Es geht wirklich um Fühlen, Erkennen, wie viel Kraft man hier braucht, nämlich so gut wie gar keine. Das bedeutet, wenn ich jetzt ganz sanft hier picke, offen und nur die Hand wirklich, ich lege sie homöopathisch hier auf die Gitarre. Und schon ist es abgedämpft. Und ich kann hier drücken wie ein Ochs. Es wird einfach nicht besser. Der abgedämpfte Sound wird nicht besser, wenn ich... So, wir nehmen jetzt einfach mal ein E-Power-Chord hier unten. Und du spielst ihn offen. Und dann kommst du mit deiner Handkante ganz sanft hier direkt vor die Brücke. Und schon merkst du, die Hand liegt ganz leicht drauf, dass das Ganze super fett klingt und druckvoll. Obwohl du gar nicht hier drückst. Ne? Okay, das war Regel Nummer 1. Regel Nummer 1 ist es nicht mit Kraft auszuführen. So, jetzt gibt es noch einiges zu beachten. Dein Zeigefinger ist das Tool, um den Lärm unterhalb in den Griff zu bekommen. Wir haben ja gelernt, eigentlich mit so gekrümmt zu spielen. Ich zeige es nochmal so. Aber wir müssen abdämpfen. Und so, wenn du jetzt hinguckst, dann siehst du, mein Zeigefinger macht keinen Bogen, sondern er liegt flach und entspannt auf den Seiten. Ja. Super, flach, also nicht gekrümmt. So werden die Seiten abgedeckt. Ich denke, das habt ihr jetzt so begriffen. Gekrümmt, Lärm, flach, kein Lärm, abgedämpft. Okay. Jetzt machen wir mal ein paar Beispiele von gutem Muting. Ich gehe nochmal auf den Clean Sound und nehmen wir mal jetzt die Vorteile von dieser Technik. Was da passiert, wenn wir dann so Sachen spielen wie Don't let them fool you, or even try to school you. Und wenn wir das offen spielen, dann klingt das zwar auch cool, aber das hier, dieses Abgedämpfte hier mit der rechten Hand, sehr, sehr wertvoll. Und dann, wenn es verzerrt wird, und jetzt wird es mal richtig verzerrt, ne? So Satriani-mäßig, ne? Und wenn du genau beobachtest, siehst du, wie oberhalb hier alles abgedämpft ist. Ne? Und wenn ich jetzt eine andere Technik dir zeige, wie zum Beispiel Tapping, dann gibt es hier noch einiges zu beachten. Nämlich, ich muss von hier nach vorne kommen, weil ich ja mit meiner rechten Hand tappe. Und dadurch dämpfe ich aber jetzt wieder mit diesem Teil meiner Hand die darüber liegenden Saiten ab, ich spiele jetzt die H-Seite, berühre leicht mit dem Ringfinger die dünne E-Seite und kann dann hörst du genau, meine rechte Hand dämpft die Saiten. Hier unten dran dämpft mein Ringfinger und mit dem Zeigefinger tappe ich jetzt.
Dasselbe hast du, wenn du jetzt Angus spielst bei Thunderstruck. Ne? Wenn du das üben möchtest, abgedämpft, eine super Übung. Ne? Also offen wär's und dann abdämpfen. Auch das ein super Beispiel, wo man Muting-Techniken üben kann. Schwieriger wird es dann, wenn je schwieriger und komplexer deine Techniken werden, wie jetzt zum Beispiel Arpeggios, wenn ich jetzt das Intro spiele von, nehmen wir mal jetzt Europe Final Countdown. Dann habe ich dieses, dann ist der obere Teil hier, meine Hand liegt auf den Seiten, ich hoffe, ihr könnt das sehen, abgedämpft und ich spiele. Und das Dämpfen hier unten übernimmt, also ich dämpfe wirklich jetzt bis hierhin, übernimmt auch mal wieder der Zeigefinger. Das wäre jetzt dieses eine Beispiel und jetzt machen wir noch ein Beispiel vielleicht von Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan mit Clean Sound. Gehen wir auf einen typischen Clean Sound. Nehmen wir einfach den ersten hier. So. Und hier haben wir nochmal eine Technik, die dann uns schon einleitet in die Rake-Technik. Und zwar, was Stevie macht, das ist hochkomplex. Er spielt zum Beispiel bei Cold Shot, spielt er das hier. Und dämpft alle Saiten ab mit der linken Hand, weil er hier rechts offen spielt. Also einzig, was du jetzt hörst, obwohl ich über alle Saiten fahre, ist mein kleiner Finger hier im 7. Bund auf der D-Seite. Und was Stevie macht, jetzt dämpfe ich mal alle Saiten ab, ist im Grunde genommen schon ein riesen Rake über alle Saiten. Und er spielt dann diesen Shuffle. Die Noten sind und das wäre so das absolute Spitzenprodukt der Abdämpftechnik mit der E-Gitarre. So, was haben wir hier noch für gedankliche Grundlagen, über die ich noch reden sollte? Wichtig ist, nicht verrückt machen. Wenn man das zum ersten Mal übt, das ist etwas, was Zeit braucht. Und sich auch jetzt nicht bitte hinsetzen und die nächsten 3 Jahre abdämpfen üben, weil ich das gesagt habe, weil du dann der größte Profi im Abdämpfen wirst. Es geht nicht darum. Es geht darum, sich locker angehen, nicht unter Druck setzen und es muss eine natürliche Sache werden. Nimm einfache Dinge, nimm Riffs zum Beispiel. Und dämpf's mal ab. Oder Pretty Woman, ne, denn und fühle selbst, spür es, wann klingt das Ding cool. Ne? Gefällt es mir so? Am Anfang wird es ja offen gespielt. 2, 3, 4. 2, 3, 4 und. Oder nimm das Rock'n'Roll-Thema und spielst einfach mal nur nach unten abgedämpft. So.
Und sieh zu, dass es so ein bisschen snappy klingt. Hintere Pickup und dann doppelt. Und dann gehst du leicht zurück und spielst einmal offen. Wenn du das schon hinbekommst, klingst du schon wie ein Profi. Es ist eine sehr, sehr wichtige Technik, aber es muss eine ganz natürliche Sache werden. Also nicht verrückt machen, mit wenig, nicht verrückt werden lassen, mit wenig Kraft, ohne dich selbst unter Druck zu setzen, rangehen und diese Millimeter-Geschichte ausprobieren. Ne? Auch kreativ sein, eigene Beispiele für dich herausfinden. Eine super Übung war zum Beispiel für mich, wo ich zum ersten Mal Police gespielt habe. Ne? Und er spielt ja hier diesen Nonenakkord bei Every Breath You Take. Noch ein schöner Chorus dazu, dass man das dann richtig gut hört. Und dann, wenn wir, gehen wir in die Nahaufnahme hier, dass du das sehen kannst. Ne? Das ist essentiell, dass du das richtig schön hier mit der rechten Hand abdämmst. Es soll nicht so klingen. Schön langsam anfangen. Und da ist man dann sowas von stolz drauf, wenn man das zum ersten Mal hinbekommen hat, dass es so cool klingt. Ne? Hier ist es auch wieder die None und er spielt die ersten beiden Noten abgedämpft und die letzte offen. Super, super coole Sache. Okay. Also, ihr Lieben, das sollte es, ich überlege nochmal, ob ich irgendwas vergessen habe, das sollte es jetzt gewesen sein, also setzt euch nicht unter Druck, Single Notes abdämpfen, 4 Stück spielen, so geht's los. Dann die Spine, also die Aufwärmübungen vielleicht, die Hälfte davon abgedämpft spielen. Beim Hochgehen den Zeigefinger hier entspannt liegen lassen. Das war es mit der Muting-Technik. So, über was wir jetzt noch kurz reden für die nächsten 5 Minuten, dann sind wir durch für heute, ist Rakes. Ist das Thema Rakes. Jetzt gucken wir noch mal in den Chat hinein, ob ihr da noch Fragen habt. Also das Abdämpfen Metallica und Co. lebt auch davon, dass man mit dem Handballen noch weiter vorgeht, wie normal beim Muten, und nicht stark abzudämpfen, wir nicht drücken, genau. Super! Ja, die Hände machen oft etwas anderes, als der Kopf denkt. Das ist absolut richtig, was du schreibst. Super, ihr Lieben. Also, ich gehe jetzt mal auf einen sehr druckvollen Sound noch, um euch noch ein Beispiel zu zeigen, wo es wirklich druckvoll zugeht. Ich brauche hier so einen Metal-Sound. Mal gucken. Vielleicht. Wo habe ich den? So einen richtigen Metallica-Rhythmus. Oder nehmen wir den hier. Ne? Der ist bestimmt brachial. Also, und hier ist wirklich dieses nehmen wir nochmal in die Nahaufnahme hier. Offen.
Wie gesagt, ab hier überlasse ich es dir, Spaß damit zu haben. Und ich freue mich sehr, wenn ich dann in die Kommentare lese, wie du dann diese Technik für dich ausprobiert hast. Ich glaube, ich habe das im Detail jetzt erklärt. Jetzt gehen wir noch auf Rakes ein und dann war es das für heute. Was ist ein Rake? Ohne Muting-Technik keine Rakes. Wir gehen auf den Clean Sound, hier ein bisschen Kompressor drauf und gucken uns das mal im Detail an. Auch hier gibt es zwei Formen des Rakes. Einmal von oben nach unten und da passiert nichts anderes wie vorhin auch. Ich dämpfe die Saite ab. Machen wir hier noch ein bisschen einen. Und es ist klar, bei wem wir so etwas hören. Ne? Hier. Bei Gilmour zum Beispiel hören wir das wahnsinnig oft. Ein anderer, der sehr gut die Technik verwendet hat im Blues, war Stevie Ray Vaughan. Ne? John Mayer ist ein Meister des Rakes. Er macht es sehr, sehr, sehr gerne rückwärts. Ne? Er regt von unten nach oben. Also ein Rake bedeutet, wir dämpfen die Saiten hier mit der Handfläche ab. Und das erste, was du machen musst, du musst lernen, von oben nach unten das abzudämpfen. Du kannst auch mit der linken Hand einfach die Finger auch noch zusätzlich drauflegen. Und dann von unten nach oben ist das meistens der Zeigefinger. So ist von unten nach oben Zeigefinger. Von oben nach unten linke Hand und einfach so abdämpfen. Und dann deine Zielnote festlegen. Wir sind jetzt in D-Moll, typische Tonart von Gilmour. Und ich will zum Beispiel hier den 13. Bund auf der H-Seite als Zielnote anpeilen. Also ich dämpfe ab. Ich habe jetzt zum Beispiel meinen kleinen Finger oder nehmen wir den Ringfinger hier. Und das ist auch hier kein Druck, ne? Mit gefühlvoll. Das ist meine Zielnote und ich beende sie jetzt auch noch mit einem Bend, was dem Ganzen mehr Drama gibt. Ne? Oder hier, ne? Die 12 auf der E-Seite, kannst auch andere Noten einfach anpeilen, Zeigefinger zum Beispiel anpeilen. Du kannst jede Note in der Pentatonik mal anreken, aber gleich noch ein Tipp von mir, bitte es nicht übertreiben. Wenn sie dir Freude bereitet, diese Technik, und sie wird es, dann es nicht dauernd verwenden. Es gibt ein paar Leute, die machen das dauernd und das kann auch sehr nervig sein. So eine schöne Technik wie das hier. Auf den dicken Seiten funktioniert das nicht mehr. Also bis zur D-Seite. Ab der D-Seite würde ich sagen, gehst du von unten nach oben. Ne? Du willst jetzt die 10 hier auf der D-Seite dann mit dem Zeigefinger abdämpfen, hoch. Und dann vielleicht mit dem Hammer-On so à la John Mayer. Und noch ein paar Hammer-Ons. Also im Grunde genommen ist Rake eine einfache Technik, aber nicht einfach in der Ausführung. Übung. Zielnote aussuchen in der Pentatonik, beispielsweise die unteren 3 Seiten von oben nach unten raken. 13, 10, 13, 10, 12, 10 und dann Zielnote, kleiner Finger, abdämpfen und nur diese Note darf klingen. Dann die 10 mit dem Zeigefinger. Dasselbe wieder auf der 13, auf der H-Seite. Vielleicht, um es noch richtig dramatisch klingen zu lassen,
ein Bend zum Finale hin. Bei Gilmour hört man das wunderbar. Ne? Also er ist ein Meister mal wieder von dieser Technik. Wenn ich jetzt zum Beispiel Still Got a Blues spielen würde und hier einige Noten akzentieren, also richtig betonen möchte, dann du hast es jetzt gehört, hoffe ich. Und dann hast du es gehört? Und hier auch. Na? Also oft ist es versteckt im Solo, aber es kommt. Also nicht übertreiben, okay, weil es ist eine sehr, sehr spektakuläre Geschichte, wie das Ganze klingt. Ne? So, wenn ich jetzt einen Clean Sound nehme, den Great Clean hier, und dann das mit Clean spiele, dann klingt das Ganze gar nicht mehr so spektakulär, aber auch cool. So, noch ein Kompressor hinzu, um das Ganze ein bisschen zu akzentuieren. Also, Rake von oben nach unten, wenn du über die Seiten so bürstest, für die dünnen Seiten, und ab der D-Seite von unten nach oben. Gitarristen, bei denen du dir das angucken kannst, sind John Mayer, Stevie Ray Vaughan, Gary Moore, Gilmour, Clapton macht das auch nicht so oft. So, das war es jetzt von den Techniken her. So, meine Regs brauchen Zeit. Bitte also nicht übertreiben, wenn es klappt. Auch hier keinen Druck reinpacken. Wenn es dann klappt, nicht übertreiben bei der Anwendung. Ne? Es beenden vielleicht mit einem Vibrato und einem Bend. Und dann klingt das Ganze sehr, sehr bluesig, sehr, sehr cool. So, das sollte es gewesen sein. Im Detail erklärt beide Techniken, Muting. Man könnte noch einige andere Beispiele, aber jetzt gehört dir die Technik. Jetzt weißt du, wie es geht. Geh es gelassen und entspannt, setz dich nicht unter Druck. Erzeuge auch beim Üben dieser Techniken keinen Druck. Setz dich bitte nicht unter Druck. Das ist das A und O für das richtige Üben. Und sei kreativ. Schnapp dir diese Ideen. Spiel es auf dem ganzen Griffbrett. Nimm einfach mal einen Akkord wie so ein A-Moll-Barré, ja, und spiel ihn so. Versuch das mal. Einfach mal den ganzen Akkord abgedämpft und dann wirst du relativ schnell merken, das funktioniert und ich bekomme die Technik hin. Das wünsche ich dir. Danke für deine Zeit. Das war jetzt eine gute Dreiviertelstunde hochwertigsten professionellen Unterricht. Wenn dir meine Arbeit gut tut, und ich hoffe, dass das der Fall ist, dann geh auf meine Patreon-Seite, reihe dich in den Kreis meiner Unterstützer ein und schon ab minimalen Beträgen kannst du mir helfen, dass ich diesen Unterricht die nächsten Jahre weiterführen kann. Darum geht es. Hier schon mal herzlichen Dank an alle Unterstützer und alle Patreons, die hier gerade live dabei waren. Ich glaube, mehr wie die Hälfte.
Und ich wünsche dir jetzt viel, viel Freude, viel Spaß mit dieser Technik. Übe es auf täglicher Basis. Ja, pack es in deine Übezeit, mach eine Viertelstunde, mach mal die nächsten 6 Wochen deine ganzen Aufwärmübungen nur mit abgedämpften Seiten. Und siehe da, in kurzer Zeit wird das Ganze sich ganz natürlich für dich anfühlen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Live-Video zur Vorschau. Nächste Woche werde ich einen weiteren Produkttest machen, und zwar die Paul Reed Smith Custom 24 in der neuesten Version. Werde euch die Vorteile und Möglichkeiten dieser Gitarre zeigen. Und wir sind auch wieder mit einer Frage-Antwort-Runde mit einer großen mit Sebastian am Dienstag am Start. Euch allen eine gute Zeit. Vielen Dank. Freue mich auf einen Daumen hoch und wenn ihr meine Videos natürlich teilt. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ja, und wenn du jetzt noch so nett wärst und es noch nicht getan hast, dann abonniere meinen Kanal und klicke auf das Glockensymbol, damit du informiert wirst, wenn neue Videos von mir oder neue Livestreams geplant sind und online gehen. Herzlichen Dank. Ich freue mich, dich im nächsten Live-Video wieder begrüßen zu dürfen. Und nun viel Spaß beim Üben und Spielen deiner Lieblingsgitarre.